Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Legende ist zurück. Die Schlapfen sind wieder gefüllt. Ihr habt euch wahrscheinlich schon gedacht, Rita und ich sind nicht mehr zusammen. Oh. Aber es stimmt zum Glück nicht. So arg ist es aber wieder nicht. Und ihr habt jetzt gerade die Jungfernfahrt unserer neuen Monorail-Strecke gesehen, die ja mehr oder weniger gut gelaufen ist. Ja, ich meine, es war erschwerte Bedingungen, weil wir ja mit Kamera gefahren sind. Und ja, dadurch, dass das vielleicht nicht alles so stabil ist, ist es natürlich dann schwierig, weil ich glaube, diese Kamera wiegt genauso viel wie die Monorail selber. Also von dem her waren die Schienen natürlich arm. Aber es hat doch ganz gut funktioniert, finde ich. Alles in Ordnung. Und was kannst du uns heute dann jetzt noch präsentieren, Madame? Naja, ich hätte gesagt, wir schauen uns mal die Monorail-Strecke an sich an. Ein paar Fehler, die noch eingebaut sind, die anders gemacht werden können, aber zu dem komme ich gleich. Und ja, wo die eben verläuft und ob das jetzt schon unsere finale Strecke ist oder nicht. Übrigens, danke an euch, denn wir haben sehr viele liebe Kommentare von euch bekommen zu diesen Monorail-Schienen. Da haben uns einige geschrieben. Hallo. Ich will auch im Bild sein. Da haben uns einige geschrieben, wo wir welche herbekommen könnten, dass sie Angebote gesehen haben oder auch, dass sie versuchen könnten, uns da irgendwie mit 3D-Druckern und sonstigen auszuhelfen. So, so nett. Wir haben jetzt eben da, ihr habt das sicher im letzten Video gesehen, ein paar bestellt. Also Christoph hat welche bestellt dann. Und jetzt sind die zwei kleinen noch übergeblieben. Sie sind genau ausgegangen, also wir haben da gut bestellt. Also vorerst sind wir gesättigt, aber wir werden sehen, ob wir zufrieden sind damit und ob ihr zufrieden seid. Und ob ihr zufrieden seid, genau. Und vor allen Dingen, ob unser Fahrgast zufrieden ist. Ja. Denn wir haben hier diesen kleinen Lokführer, der kein Monorail-Lokführer ist, nein, sondern von unseren normalen Zügen hier vom Zugdepot. Er arbeitet hier, ich glaube, es ist der Zugführer der roten Rakete, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube auch, ich glaube deswegen die rote Mütze. Und der ist geschafft von seinem Arbeitstag und möchte jetzt eigentlich nur auf einen Cocktail am Strand gehen und sich entspannen. Und dadurch, dass er kein Auto hat und die Züge natürlich auch nicht mehr fahren, weil er ja nicht mehr fährt, fraglich wie er könnte eigentlich die rote Rakete nochmal nehmen und sie dann einfach beim Strand abstellen. Aber da wird er wahrscheinlich Probleme mit seinem Chef bekommen. Ob die da eine Freude haben mit ihm, ich weiß nicht. Ja, was ein Zufall, dass die neue Monorail genau hier vom Cargo-Bahnhof ganz bis ans andere Ende unserer Stadt zum Strand fährt. Und ja, Rita wird uns das jetzt mal zeigen. Ich würde sagen, einer von den Fahrgästen wird hier einfach mal hinausgeschmissen. Denn die sind jetzt eh schon bei der Jungfernfahrt dabei gewesen und wir setzen unseren netten Lokführer hier rein. Und hoffentlich kommt er bei seinem Cocktail an. Ich würde es ihm vergönnen. Wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Ihr seht, er sitzt gegen die Fahrtrichtung. Hoffentlich wird ihm da nicht schlecht. Also dann gar keinen Cocktail. Und Rita, ich würde sagen, du betätigst jetzt einfach mal den Schalter und wir werden die Monorail jetzt dann nochmal in ihrer ganzen Pracht begutachten und bewundern. Die Monorail Richtung Strand fährt ab. Ihr seht, sie macht hier einen Rechtsschwenk und fährt dann ganz geradeaus. Da haben wir natürlich sehr viele Geraden gebraucht. Quer über den Vergnügungspark. Ja, das müssen wir dann noch besprechen. Da gibt es noch eine Kleinigkeit, die nicht okay ist, aber gut, ja, dann. Dann biegt sie nach links ab, hat dann eine Station beim Eingang vom Vergnügungspark. Da werden wir dann nochmal hinfilmen. Und fährt dann rüber zum Wohnbereich. Wir gehen dann mit euch nochmal die Strecke im Detail ab, biegt dann wieder nach außen ab und fährt dann auf einer Strecke, die ihr vielleicht schon gesehen habt. Das war das erste Teilstück, welches wir fertiggestellt haben. Nochmal in eine Station vom Stadtzentrum, biegt dann auf diese Platte hier, wo es schon Richtung Strand geht, über den Zoo.
vor der Ninjago City kommt noch eine Linkskurve und dann fährt sie wieder hinunter in die Station, wo sie nur ganz kurz stehen bleibt, denn wir haben eingestellt, dass sie gleich weiterfahren soll. Wie soll denn das der Was sie Mann zum natürlich Kochen? auch macht. Genau, während Rita jetzt die Monorail hier verfolgt, gehen wir also nochmal die Strecke durch. Das heißt, hier ist unser Strand, den ihr wahrscheinlich schon kennt, wo dieser Mann jetzt hoffentlich hinausgesprungen ist. Hier ist also die Station dazu. Es geht hinauf beim Zoo vorbei. Genau, die Leute, die sich eben kein Ticket kaufen wollen für den Zoo, die schauen sich das von oben an und fahren vielleicht ein paar Runden. Sehen sogar das Aquarium dann von oben. Und dann, das habt ihr vielleicht in einem älteren Video schon mal gesehen, denn bis hierher haben unsere Schienen beim letzten Mal gereicht. Hier ist die Station vom Stadtzentrum. Das hier ist alles noch nicht komplett entwickelt. Wir werden da noch sicher das ein oder andere Detail einbauen. Und ja, wir haben schon gesagt, Rita zeigt schon hin und lächelt. Das Beste überhaupt, denn Christoph hat ein paar Sachen verbaut, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt nicht ganz so okay, aber lustigerweise, er hat sich selber auch keinen Gefallen getan. Denn, wie ihr hier seht, Stützen in eine Eisenbahnschiene einzubauen, ist natürlich eine geniale Sache. Das ist jetzt noch nicht so ideal, aber da kommen noch irgendwelche Träger hin. Das Problem ist, dass die Tischplatte hier aus ist und die Gleise ziemlich nah an der Kante sind. Oh, hier kommt sie gerade. Seht euch mal das an. Und sie fährt jetzt hier in die neue Station des Skyline Express hinein. Den haben wir jetzt so umgebaut, dass er als Monorail-Station dient. Denn diese andere Geschichte, wir haben zuerst versucht, hier eine eigene Schiene zu bauen für den, ein eigenes Gleis. Aber das hat irgendwie so besser ausgesehen. Und ich finde, diese Station eignet sich, das ist übrigens auch ein Vorschlag aus der Community gewesen, ob wir nicht diese Station hier einfach als Monorail-Station umbauen, und das finde ich passt ganz gut. Und das Praktische ist, die Leute können hier aussteigen, hinuntergehen und sind dann hier gleich beim Haupteingang des Vergnügungsparks, den Rita jetzt demnächst noch bauen wird. Also der Eingang ist schon gebaut, aber noch nicht mehr. Genau. Und jetzt kommen wir zum Hauptproblem, denn ich bin da jetzt nicht ganz so zufrieden. Es ist eine Stütze mitten im Hogwarts-See. Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, hier an dieser Stelle waren wir beide etwas ratlos, denn wir haben die Schienen dann ungefähr bis hier gebaut gehabt und wir wussten ja, wir müssen ganz dort hinten fast unter das Fenster, wo die Endhaltestelle ist. Jetzt gab es, oh, hier kommt sie wieder. Jetzt gab es aus der Community einige gute Vorschläge. Ein paar von euch haben gemeint, wieso wir nicht einen Teil der Monorail unterirdisch verlaufen lassen. Was sich hier eigentlich ganz gut angeboten hätte, da man hier ja schön bei diesem Loch unter die Tischplatte rein hätte können und dann drüben einfach wieder raus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da wäre mir sehr leid gewesen, denn dann hätte man ja einen Großteil des Schienennetzes gar nicht gesehen. Und jetzt haben wir uns dann überlegt, wo kann man hier am besten queren, dass man auf die drübere Seite kommt. Das Problem ist, ihr kennt es, es gibt offiziell von Lego nur eine Art Kurve und die hat einen sehr großen Radius. Jetzt war genau an dieser Stelle, wo sie jetzt fährt, der einzige wirkliche Ort, wo man gerade kreuzen konnte, ohne dass man größere Umbauten vornehmen musste. Ich habe eigentlich gar nichts umgebaut. Das ist sich hier ganz gut ausgegangen, aber ja, ihr seht es. Nichts umgebaut, aber sabotiert. Rita spinnt etwas auf mich. Ich filme lieber nochmal die Monorail, wie sie hier durchfährt. Ja, ihr seht es, natürlich muss die Monorail hier, aber das ist im Disneyland übrigens auch so. Dort gibt es auch eine Monorail und die fährt auch durch alle Areale durch. Aber wieso? Das ist so ein schöner See, so ein idyllischer See und jetzt fährt da mittendrin die Monorail. Ja, eine Stütze, das werden die Leute ja wohl verkraften. Das heißt, ihr seht es geht ganz geradeaus dort nach hinten. Das geht sich auch mit den Stützen sehr gut aus. Dann, das filme ich vielleicht noch von der anderen Seite mal kurz, haben wir sogar noch eine Weiche eingebaut, sonst wäre es sich nämlich nicht ganz ausgegangen mit der Streckenlänge. Gehen wir nochmal hinüber, ich folge dir unauffällig, Madame. Aber was sollen wir denn da jetzt machen mit dem Loch, mit der Stütze im See? Ich weiß da keine bessere Lösung, außer wir bauen das ganze Projekt wieder ab und das wollen sicher unsere Zuschauer nicht.
Ja gut, ich weiß nicht. Vielleicht kommt ja in den Kommentaren ein guter Einfall, was man da vielleicht machen kann, dass die Idylle da nicht gestört wird. Ansonsten finde ich es ja relativ okay. Also ich muss sagen, ich finde es grandios, wenn hier diese 9 Volt Monorail durch unser Stadtlayout fährt. Es sieht einfach so cool aus. Und es haben auch ein paar geschrieben, genau dort, wo sie jetzt ist, ob wir nicht diese Pfosten irgendwie als Stütze, als Halterung integrieren. Das haben wir jetzt im Moment noch nicht gemacht, aber wer weiß, vielleicht erweitern wir das Layout ja auch noch. Hier kommt sie jetzt. Und ihr seht, es gibt dann auch noch, ich habe so eine Art Baustelle eingebaut. Die ist aber, ja, vielleicht wird die noch etwas erweitert. Es gibt dann eine Weiche, wo man mit einer anderen Linie wieder zurück zur Downtown fahren kann, aber da wird gerade erst dran gebaut. Aber der Zugfahrer sitzt schon drin. Nein, ich meine hier. Ach so. Ja, und hier haben wir, weil wir ja noch also erstens mal wäre es sich sonst nicht ausgegangen mit den Schienenteilen und wir haben noch eine zweite Garnitur und die haben wir jetzt einfach mal hier auf das Abstellgleis gestellt. Es ist ja nur ein eingleisiger Betrieb hier bei uns. Und ich habe mir gedacht, ja, es fahren ja vielleicht 2 Monorails und eine muss hier immer warten, bis die andere vorbeigefahren ist und dann darf sie wieder weiter. So habe ich mir das gedacht. Ist das keine gute Idee? Natürlich ist es eine gute Idee. Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren kann, aber solange sie nicht crashen. Es hat bis jetzt noch keine gröberen Unfälle gegeben. Ja, so viel dazu. Rita ist begeistert, wie ihr seht. Ich ebenso. Wie kann man da nicht begeistert sein? Wir haben das jetzt mal so gelöst. Natürlich die Stützen, das werden wir vielleicht, wenn das mal fix im Layout integriert ist, noch ein bisschen verfestigen. Die sind teilweise noch ein wenig schief, weil die Monorail da ja immer ein wenig anschiebt. Aber ich finde, das sieht jetzt eigentlich schon mal ganz gut aus. Und ich finde, man kann es jetzt fürs erste Mal so lassen. Falls wir vielleicht nochmal gerade Monorail-Schienen bekommen, könnten wir ja hier nach hinten noch etwas erweitern und dann vielleicht die Gleise bis zum Winterdorf verlegen. Das müssen wir mal schauen. Jetzt momentan haben wir ja keine mehr auf Reserve. Genau. Und ihr wisst ja, eine gerade, so wie der Kran hier sie gerade hält, haben wir letztens um 17 € gekauft. Also da muss Rita den Gürtel jetzt mal ein bisschen enger schnallen. Wie soll denn das funktionieren hier? Aber wir sind begeistert und sie sieht wirklich toll aus. Wir werden sie sicher demnächst noch ein paar Mal filmen und fahren lassen. Ich würde mich interessieren, ob man das Surren auch auf der Kamera dann hört. Das Schnurren. Wahrscheinlich, oder Schnurren, noch besser. Und mit einem coolen Cinematic Shot verabschieden wir uns dann. Hier kommt sie gerade. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und danke fürs Einschalten unseres Videos. Tschüss.